Die meisten kennen seinen Namen und wissen, dass er dafür berühmt ist, irgendwas gesagt zu haben. Gemessen am nachhaltigen Einfluss, den seine Lehren auf die Welt hatten, wissen allerdings nur sehr wenige, wer Konfuzius wirklich war, was er eigentlich gesagt hat und warum. Inmitten des Chaos im China des 6. Jahrhunderts vor Christus, als diverse Regionalstaaten endlos um die Vorherrschaft kämpften und Herrscher häufig ermordet wurden, manche sogar von der eigenen Verwandtschaft, lebte Konfuzius Nächstenliebe und Integrität vor. Durch seine Lehren wurde er zu einem der größten Philosophen Chinas. Als Sohn eines Adligen geboren, aber nach dem frühen Tod seines Vaters von klein auf in Armut aufgewachsen, entwickelte Konfuzius nicht endendes Mitgefühl für die Leiden des einfachen Volkes. Da er seine Mutter und seinen behinderten Bruder als Hirte, Scheunenaufseher und mit anderen Aushilfstätigkeiten kaum ernähren konnte, war es Konfuzius nur dank eines wohlhabenden Freundes möglich, im Königlichen Archiv zu studieren, wo sein Weltbild geprägt wurde. Obwohl manche die alten Texte dort als irrelevante Relikte abtaten, wurde Konfuzius von ihnen inspiriert. Im Studium gelangte Konfuzius zur Überzeugung, dass der menschliche Charakter in der Familie und durch Unterrichtung in Ritualen, Literatur und Geschichte geformt werde. Jemand, der so erzogen wurde, hilft anderen, indem er sie als moralisches Vorbild führt und nicht mit roher Gewalt. Um seine Philosophie in die Praxis umzusetzen, wurde Konfuzius Berater am Hofe seines Heimatstaates Lu. Doch als ein anderer Staat dem Herrscher von Lu eine Truppe tanzender Mädchen schenkte und der Herrscher untätig wurde, da er sich nur noch mit den Mädchen vergnügte, trat Konfuzius angewidert zurück. Danach zog er jahrelang von Staat zu Staat, um einen würdigen Herrscher zu finden, dem er dienen konnte, ohne seine Prinzipien aufgeben zu müssen. Das war nicht einfach. Gemäß seiner Philosophie und im Gegensatz zur damaligen Praxis riet Konfuzius den Herrschern davon ab, auf harte Strafen und militärische Macht zu setzen, um ihr Land zu regieren. Denn er glaubte, dass ein guter Herrscher andere durch seine ethische Strahlkraft inspiriert, ihm spontan zu folgen. Konfuzius glaubte auch, dass die Liebe und der Respekt, die wir in der Familie lernen, grundlegend für alle anderen Tugenden sind und dass Pflichten gegenüber der Familie manchmal über Pflichten gegenüber dem Staat stehen. Als ein Herzog damit prahlte, seine Untertanen seien so aufrichtig, dass ein Sohn einmal gegen den eigenen Vater aussagte, der ein Schaf gestohlen hatte, teilte Konfuzius ihm mit, dass wirklich aufrichtige Väter und Söhne einander beschützen. Während seiner Reisen verhungerte Konfuzius fast, wurde kurzzeitig inhaftiert und geriet mehrfach in Lebensgefahr. Aber das verbitterte ihn nicht. Konfuzius glaubte, der Himmel habe einen Plan für die Welt und er lehrte, dass ein tugendhafter Mensch immer Freude am Lernen und an der Musik finden könne. Da er den ersehnten Herrscher nicht fand, kehrte Konfuzius nach Lu zurück und wurde zu einem so einflussreichen Lehrer und Philosophen, dass er die chinesische Kultur mitprägte und man seinen Namen noch heute weltweit kennt. Für seine Schüler war Konfuzius die lebendige Verkörperung eines Weisen, der andere durch seine Tugend anleitet. Sie zeichneten seine Weisheiten auf und fassten sie in einem Buch zusammen, das wir auf Deutsch als die Analekten kennen. Heute halten sich Millionen von Menschen weltweit an die Grundsätze des Konfuzianismus. Obwohl die genaue Bedeutung seiner Worte seit jeher umstritten ist, fasste Konfuzius seine Lehren auf Bitten folgendermaßen mit einem Satz zusammen: Füge anderen nichts zu, das du selbst nicht wollen würdest. Auch 2500 Jahre später ist das immer noch ein weiser Rat. TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.